Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. In den Videos zuvor haben wir uns Schritt für Schritt vorgearbeitet und dargelegt, wie eure Angebote optimiert werden können, um mehr Reichweite und bessere Rankings zu erzielen. In diesem Video soll es einmal um die dunkle Seite des Onlinehandels gehen und mit eingeschlossen darum, was als nicht wünschenswertes Verhalten auf dem Online-Marktplatz eBay angesehen wird. In dem hier zu sehenden eBay SEO-Video sind wir bereits darauf eingegangen, dass der Zeitpunkt, wann eure eBay-Artikel gelauncht werden, eine wichtige Rolle spielt. So ist beispielsweise für viele Produktkategorien der Sonntagabend ein guter und profitabler Zeitpunkt, damit eure Angebote weiter oben angezeigt werden und ihr gleichzeitig mehr Beobachter erhaltet. Diese Anzahl der Beobachter ist für viele eBay-Käufer ein Parameter dafür, um zu schauen, ob ein Angebot relevant ist oder nicht. Man kann also mit einer hohen Anzahl an Beobachtern und das am besten noch in kurzer Zeit einen sogenannten Hype kreieren. Dieser wirkt sich nicht nur positiv auf das Kaufverhalten und den ersten Eindruck, den eure potenziellen Kunden von eurem Angebot haben, aus, sondern auch wiederum auf den Suchalgorithmus von eBay namens Cassini. Soweit, so gut. Es gibt jedoch auch Methoden, die die Grauzone der eBay-Richtlinien verlassen. Wir weisen hiermit darauf hin, dass diese Methode nicht zulässig ist und durch eBay abgestraft werden kann, da sie gegen vorherrschende Richtlinien verstößt. Anbieter wie buycheapestfollowers.com bieten nämlich für einen gewissen Obolus Dienstleistungen an, die eure Beobachterzahlen in die Höhe schnellen lassen. Das verzerrt dadurch den Wettbewerb und gibt euch einen enormen Vorteil. Gerade im Segment der schnell drehenden und wettbewerbsintensiveren Produktkategorien ist ein gutes Ranking essentiell. Deshalb greifen einige Händler hier zu unkonventionellen Methoden und investieren einen kleinen Betrag in der Hoffnung, durch die gute Platzierung mehr Verkäufe zu generieren und am Ende mehr Profit zu machen, als sie der Invest der Beobachter gekostet hat. Doch auch Besucher und Follower lassen sich einfach per Mausklick erwerben. Deshalb lassen sich einige Händler dazu hinreißen, da, wie ihr in den letzten Videos schon gesehen habt, die eBay SEO-Optimierung eurer Angebote einfach Zeit kostet und ihr euch durch den leichteren, unkonventionellen Weg Zeit erspart, aber trotzdem die Verkäufe ansteigen. Ob die Sperrung eures eBay-Kontos das wert ist, muss am Ende jeder selbst entscheiden. In diesem Sinne, bleibt auf der hellen Seite des Onlinehandels und arbeitet an der Optimierung eurer Angebote. Dann wird auch die Verkäufermacht mit euch sein. Viel Erfolg dabei wünscht euch euer eBakery-Team.